Ja, sind wir wieder von Reiseleiter-Israel.de, heute mit einer virtuellen Tour durch das Israel-Museum, dem berühmtesten, größten, interessantesten Museum, das Israel so zu bieten hat, hier in Jerusalem. Und wir beginnen mit einer Vogelperspektive auf das Museum. Seit seiner Öffnung im Jahre 1965 hat das Museum über 1,5 Million Objekte gesammelt, die es teilweise in seiner riesigen archäologischen Ausstellung, in der großen Kunstabteilung oder im Judaica-Bereich ausstellt. 2010 kam es dann zu umfangreichen Restaurierungs- und Erweiterungsarbeiten und auch die Außenanlage, die wir uns anschauen möchten, wurde neu konzipiert. Ein Ort, den ihr unbedingt besuchen solltet, wenn ihr im Museum seid, ist dieses riesige Jerusalem-Modell, welches die Stadt im Jahre 66 nach Christus, also einen Tag vor der Tempelzerstörung, zeigt. Das Modell selbst stammt aus dem Jahr 1966 und die Idee war eigentlich, dass wenn Israelis schon nicht ihre heiligen Stätten in der Altstadt besuchen dürfen, die Stadt war ja geteilt, Ostjerusalem, die Altstadt wurde von Jordanien verwaltet und zwischen den beiden Ländern gab es keine diplomatischen Beziehungen, dann sollten Israelis zumindest die Möglichkeit haben, sich dieses Modell der Altstadt anzuschauen. Grundlage für dieses Modell waren die Schriften von Josephus Flavius, dem berühmten antiken Historiker, und ergänzt wurden dessen Beschreibungen durch archäologische Ausgrabungen, durch Angaben aus dem Talmud. Das Modell selbst ist im Maßstab 1:50 gefertigt, das heißt 1 Meter entspricht 2 Zentimeter auf dem Modell. Insgesamt ist das Modell 25 mal 40 Meter groß, hat also eine Gesamtgröße von 940 Quadratmetern. Besonders beeindruckend ist für viele Besucher hier das Modell des Tempelberges mit dem Modell des jüdischen Tempels, aber man sieht auch andere interessante Details. Man versteht anhand dieses Modells zum Beispiel, wie die Stadtmauern von Jerusalem verlief. Die Stadt war etwas größer, als sie es heute ist, wo Jesus gekreuzigt wurde, wo sich Golgotha befand. Finanziert wurde dieses Modell übrigens von dem Banker Hans Kroch, der in Leipzig geboren wurde und nach dem bis heute die Kroch-Siedlung benannt ist. Und wenn irgendjemand von euch aus Leipzig stammt, dann schreibt das bitte hier unten in die Kommentare. Direkt neben dem Modell befindet sich der berühmte Schrein des Buches, wo die Schriftrollen von Qumran aufbewahrt werden. Die Handschriften von Qumran wurden Ende der 40er Jahre in der judäischen Wüste gefunden. Es handelt sich hierbei um ca. 2000 Jahre alte Fragmente aus etwa 1000 verschiedenen Textrollen, darunter Bibeltextfragmente, aber auch außerbiblische Texte. Für die biblische Archäologie gelten die Qumran-Rollen als eine der bedeutendsten Funde weltweit und auch für die christliche Forschung sind diese Texte wichtig, weil sie ungefähr zeitgleich mit dem Wirken Jesus entstanden sind. Ein sehr spannender Fund ist eine Sektenordnung, die dort gefunden wurde, wo eine Gruppe, die sich Yachad nennt, von sich selbst als den Söhnen des Lichtes spricht. Daran erinnert die weiße Kuppel, die wir hier sehen, und die sich abgrenzen von Nichtmitgliedern, die sie Söhne der Finsternis nennen, und daran erinnert diese schwarze Wand. Die Form der Kuppel entspricht außerdem den Deckeln der Tonkrüge, in denen die Schriftrollen gefunden wurden. Archäologisch wirklich einer der wichtigsten Funde, die hier in der Region gemacht wurden. Es gibt im Israel-Museum wahnsinnig viel zu entdecken, so auch 2 Baumskulpturen des chinesischen Künstlers Ai Weiwei, die als Metapher für die Herausforderungen der Globalisierung stehen, in welcher sich die Vielfalt individueller und kultureller Identitäten vermischen. Nicht weit von dort die Skulptur Ahava des amerikanischen Pop-up-Künstlers Robert Indiana. Ziel von Indiana war, die Botschaft All you need is love auf der ganzen Welt zu verbreiten, und was als Weihnachtskarte des Museum of Modern Art in New York begann, wurde bald als Skulptur, Plakat, Wandteppich und Briefmarke millionenfach vervielfältigt. Die Skulptur hier im Israel-Museum stammt aus dem Jahr 1977. Und die letzte Skulptur, die ich euch zeigen möchte, stammt vom weltberühmten indisch-britischen Bildhauer Anish Kapoor, der, was viele nicht wissen, der Sohn eines indischen Hindu und einer jüdischen Irakerin ist und der selbst zeitweise in einem Kibbutz hier in Israel gelebt hat. Die Skulptur im Israel-Museum trägt den Titel Turning the World Upside Down und stammt aus dem Jahr 2010.
und sie erinnert an eine gigantische 5 Meter große Sanduhr, in welchem sich die Welt widerspiegelt. In Jerusalem spricht man ja gerne über die Relevanz des irdischen Jerusalems versus des himmlischen Jerusalems, und in dieser Skulptur treffen beide Welten aufeinander. Ja, das war's schon mit unserer kleinen virtuellen Tour durch die Außenanlage des Israel-Museums in Jerusalem. Wenn euch die Tour gefallen hat, dann schreibt doch hier unten in die Kommentare, welche anderen virtuellen Touren ihr euch noch wünscht. Ich verabschiede mich von euch mit den Worten nächstes Jahr oder vielleicht sogar dieses Jahr in Jerusalem. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin, ciao.